Wir sind hier in Lüchte. Lüchte ist die Nachbarstadt von Bad Pyrmont. Lüchte ist in Nordrhein-Westfalen, Bad Pyrmont in Niedersachsen. Es ist also eine Landesgrenze dazwischen. Trotzdem sind wir fast ein Ort, Lüchte und Bad Pyrmont, fast zusammengewachsen. Und es geht um das russische Grab in Biesterfeld. Biesterfeld gehörte früher zu Reschenau und das Ganze kam inzwischen zu Lüchte, wurde eingemeindet und wir werden uns dann dort mit dem Grab des russischen Soldaten beschäftigen. Guten Tag, mein Name ist Torben Blome, ich bin hier Bürgermeister der Stadt Lüchte. Reschenau, der Ort, wo der Soldat ums Leben gekommen ist, war damals noch eine eigenständige Gemeinde, jetzt gehört sie zur Stadt Lüchte. Und es ist natürlich für uns auch eine Besonderheit, weil wir natürlich vom Kriegsgeschehen eigentlich weitestgehend verschont geblieben sind, was Schlachten anging, aber eben die Besonderheit haben, dass wir mit diesem russischen Soldaten auch ein Opfer zu beklagen haben, das hier begraben ist in unserem Stadtgebiet. Es ist noch einiges unklar, in welchem Zusammenhang der Soldat hier oder der Gefangene hier gewesen ist. Wir wissen nur, dass er vermutlich einen sehr, sehr traurigen Tod gehabt hat, wahrscheinlich einsam gestorben ist, weil er verhungert ist. Und das zeigt ja auch nochmal die Dramatik dieser Zeit. Menschen sind verhungert. Und von daher ist uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir diese Dinge versuchen aufzuarbeiten, historisch zu ergründen, damit solche Dinge für die Zukunft nicht nochmal passieren. Ich denke, der Zweite Weltkrieg mit all seinen Schrecken hat gezeigt, zu was der Mensch im schlimmsten Fall fähig ist, und wir sollten alle die Lehren daraus ziehen, dass wir in Zukunft Krieg und ein solches Leid eben nicht mehr haben und dass wir zwischen den Völkern, zwischen den Nationen versuchen sollten, auf einem vernünftigen Wege miteinander umzugehen, eine Koexistenz zu pflegen und eben auch einen guten Austausch einfach miteinander pflegen, denn uns verbindet doch so viel mehr Positives, als dass uns das Negative auseinandergetrieben hat. Aber da sind wir, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten auf einem guten Weg, wobei wir hier und da auch immer auch Verbesserungen haben. Das vielleicht von meiner Seite, und ich wünsche natürlich der ganzen Spurensuche noch viel Erfolg, weil ich glaube, es ist für die zukünftigen Generationen wichtig, in was für bewegten Zeiten damals die Dinge geschehen sind und dass die richtigen Lehren daraus gezogen werden. Dankeschön. Also, ich möchte gerne Herrn Hecker vorstellen. Herr Hecker ist Zeitzeuge und nicht nur Zeitzeuge, sondern er hat damals den russischen Soldaten im Wald gefunden und beerdigt, mit einigen anderen zusammen, 1945 im Sommer. Ja, im Sommer war Juli, so kann das gewesen sein. Ja. Ne? Das war die Himbeerzeit. Und da waren hier aus dem Nachbardorf da oben Himbeerpflücker, die suchten ja immer Himbeeren im Sommer, die Leute, ne? Für Gelee und Saft und sowas. Ja. Heute ist das ja nicht mehr. Und da haben die dann gefunden. Ja, und da sind sie mit 3 Schulkollegen, sind wir dann losgegangen, die angefahren, da war die Försterei, da haben die angerufen, Ja. von Kullerbeck, hieß der Ort, da wo die wegkamen. Ja. Und da haben wir aber keinen gefunden. Und dann nach einer Woche ungefähr haben sie wieder angerufen und da sind wir nochmal losgegangen. Da haben wir ihn dann gefunden. Und das war natürlich alles damals Unterholz, ne, wo er da gelegen hat. Ne? Ja. Ein Buschgraben. Ja. Ja. Und was hatte der eine Uniform an? Der hatte Uniform an, ja. Russische Uniform. Ja, das kann sein. Also, ne? Sowjetische Uniform. Ja, muss wohl so gewesen sein. Ja. Und dann war ja noch, also Sie haben den dann beerdigt im Wald. Im Wald, ja, wo er gelegen hat, haben wir ihn beerdigt. Ne? Mhm. Ja. Denn da konnte man, das war ja total in der Verwesung und saß voll Fliegen. Ne? Aha. Ne? Und da haben wir ihn dann beerdigt, wo er gelegen hat. Und dann ist natürlich noch interessant die Erkennungsmarke. Ja, die habe ich damals dann abgemacht, die hat er hier oben vor der Brust gehabt. Ja. Ne? Und Ja. habe sie bei uns an den Bürgermeister gebracht. Dem Bürgermeister Glocke. Franz Glocke. Und zwar in Reschenau. Reschenau, ja. In Reschenau. Damals war Reschenau, der Ort war hier, Biesterfeld gehörte zu Reschenau. Das war damals
Damals Rischenau. Ne? Ja. Die ist später eingemeindet worden mit Lüchte. Ja, genau. Und heute ist es eben Lüchte. Und das Problem ist, dass die Marke nicht aufzufinden ist. Ja, Das ist die das war Schwierigkeit. bestimmt da in dem. Wir war damals untergegangen. Ne? Ja, vielleicht findet man sie doch noch im Archiv in Detmold. Ja, das kann müssen wir möglich noch mal sein, sehen. ne? Müssen wir noch mal sehen. Aber ja, gut. Und über die Identität können Sie also gar nichts weiter sagen, ob der jetzt Russe war oder ob der Ukrainer war. Nee, da man also keine so Merkmale bei, dass man das merken konnte, wo er weg war. Aber ich schätze, damals waren ja viele auch hier, die Russen da, die wo in Lagern oder was gewesen waren, die hier so durchkamen alle. Die sollten ja alle wieder weg, über Weser und dann weg, nicht, dass sie hier weg waren. Ja. Ne? Und warum hat er sich versteckt im Wald? Ja, das weiß ich nicht. Warum, ne? Ja. Aber weil mal behauptet wurde, es wäre möglicherweise einer gewesen, der auf deutscher Seite gekämpft hat. Das glauben Sie aber nicht. Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Denn er hätte ja, wenn er auf deutscher Seite gekämpft hätte, dann hatten sie ja deutsche Uniform. Ne? Ja. Und er hatte eine sowjetische Uniform. Ja, ein Mantel war so angezogen. Ne? Und konnten Sie da sowjetische Zeichen sehen? Nee. Hatte dieses Zeichen da, ja, das hatte er nicht an der Uniform. Gut, ja. Und die anderen, die dabei waren und noch mit begraben haben, wissen Sie noch die Namen von den? Ja, das war Helmut Tölle Ja, und Heinz Sohl. Und mein Vater war noch mit. aha. Ah ja, gut. Ja, das wäre, glaube ich, soweit alles. Herr Hecker, Sie haben ja damals die schwere Zeit mitbekommen. Sind Sie damals auch noch eingezogen worden am Ende des Krieges? Ja, ich hatte am 26. Geburtstag und sagte danach, mit 16 Jahren würde ich eingezogen als Luftwaffenhelfer. Als Luftwaffenhelfer. Ja, Und wo waren Sie da eingesetzt? ich war oben an der holländischen Grenze, Aha, ne, bei der Flak. bei der Flak. Und Ja. da hat es sicherlich auch hohe Verluste gegeben. Ja, bei uns direkt weniger. Ne? Sicher, wir haben Bombenangriffe mitgemacht, aber immer gut ausgegangen. Ne? Haben Glück gehabt. Ja. Und das war dann 1945, waren Sie eingesetzt? Nein, das war 44. 44. 44. 44 eingesetzt. 44 bin ich eingezogen, ja. Und Sie waren dann bis zum Ende des Krieges Luftwaffenhelfer? Nee, da bin ich vorher entlassen worden und mussten dann aber, wie der Amerikaner in Detmold war, da mussten wir, als die Jahrgang 28, mussten wir uns alle wieder zusammentreffen Ja. und mussten uns dann in Detmold melden. Ja. Und von da sind wir dann abgehauen, sind wir weggelaufen. Oh, das war aber lebensgefährlich. Ne? Wenn Sie da erwischt worden wären? Ja, hören Dann- Sie zu. Der Amerikaner war da in der Dürrenschlucht, hieß das, da war die Waffe, die lag da und die haben den Amerikaner noch aufgehalten. Und da wir sind dann mit ein paar Mal sind wir abgehauen und da war ich ein paar Tage zu Hause, da sagte meine Mutter zu mir, Junge, sagt sie auf Plattdeutsch, ne? Ja. Meldetektor wurde Bürgermeister, langte ein Fahrrad und fuhr noch Hameln runter. Ne? Ja, und da bin ich da hingegangen und da saßen da, das war der Bürgermeister damals, das war ein Sonntag war das, und da saßen mehrere Offiziere. Da bin ich da reingegangen und habe mich gemeldet da. Ich sage, ich bin von der Truppe abgekommen, ne? Ja. Ich möchte ein Fahrrad haben, weil die Fahrräder waren sie alle kassiert da. Ne? Waren alle da bei dem auf dem Saal, standen die alle. Und da sagte der eine Offizier zu mir, nach Hameln wolltest du hin? Ne? Junge, sagt er, mach zu, dass du nach Hause kommst. In Hameln ist schon ein Amerikaner. Da habe ich kehrt gemacht, grüß nochmal, da war ich weg. Oh gut, ja. Und dann zu Hause wohnten Sie da hier? Ne, ich habe jetzt hier 55 habe ich jetzt gebaut hier. Ach so, und wo wohnten Sie da? Und in Rischenau. Ach, in Rischenau. Ja. Und dann sind Sie nach Rischenau nach Hause gegangen und dann kamen die Amerikaner. Ja. Und
Da war mit Amerikaner, das war Sonntag, das war ja Ostern. Dass wir abgehauen sind da. Ja. Und da kam freitags war er hier. Aha. Da haben wir da im Keller gesessen, da bei dem Fachwerkhaus. Das ist alles Gewölbe drunter. Ne? Ja. Da haben wir drin gelegen. Da. Und was ist dann passiert, wie die Amerikaner kamen, hatte nichts weiter passiert, oder? Nee, da ist nichts passiert. Ja, hier sind ja damals hier gut 15 Häuser abgebrannt. Ne? Durch Beschuss? Ja, hier waren ja richtige Kämpfe hier. Ne? Aha. Oder hatten die auch Bombenangriffe, oder? Nee, zum Glück haben wir das nicht erlebt. Das war so schlechtes Wetter. Hat viel geregnet. Ne? Ja. Und da konnten die Tiefflieger nichts machen. Sonst, die wollten schon fliegende Flugzeuge einsetzen. Ja. Haben wir gehört. Ne? Ah. Ja. Gut, ja, dann sage ich mal schönen Dank, Herr Hecker. Ja, nicht zu danken. Ja, wünsche Ihnen alles Gute. Ja, gleichfalls. weiterhin. Ne? Und Ihnen auch. Ne? Also die Amerikaner kamen vom Westen und sind dann, ich glaube, er sagte, am 7. April wären sie hier gewesen. Und wenn man bedenkt, am 8. Mai war der Krieg zu Ende, dann war das noch ein guter Monat, bevor der Krieg insgesamt beendet war. Kütterberg, das ist die höchste Erhebung hier im Weserbergland. Der Kütterberg ist 498 Meter, also fast 500 Meter hoch. Auf dem Kütterberg ist eine Gaststätte und der Gastwirt hatte mir mal erzählt von dem russischen Grab. Und daraufhin bin ich da hellhörig geworden und das interessierte mich als Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge von Bad Pyrmont, interessierte mich das natürlich sehr. Und der Bauer Fritz Maris hat mir seinerzeit die Stelle gezeigt und hat erzählt aus der Zeit des Krieges auch, dass eben wie die Amerikaner hierher kamen und wie hier gekämpft wurde und wie amerikanische Truppen hinterrücks Deutsche erschossen haben. Sie hatten Fallschirmjäger eingesetzt, die hatten sie unbemerkt abgesetzt und die kamen von hinten und hätten die alle erschossen. Er erzählte von Kriegsgefangenen, die hier waren, in der Landwirtschaft mitgeholfen haben. Es gab die strenge Auflage, dass die nicht gemeinsam essen durften, Mittagessen durften mit den Gefangenen. Die haben es aber trotzdem gemacht, haben die also auch mit am Tisch essen lassen und haben gesagt, wenn die mithelfen, dann sollen sie auch mit essen. Und die Frau Maris, seine Frau und Frau Dräger haben viele Jahre lang das russische Grab gepflegt und haben extra einen Holzverschlag drumherum gemacht, damit die Rehe nicht die Blumen abfressen. Und wir können uns das Grab dann ansehen. Ich kann dazu sagen, wir waren hier auch schon mit russischen Gästen, auch im Zusammenhang mit dem Volkstrauertag in Bad Pyrmont. Und einer der Russen, Wladimir Anzukow, hat Moskauer Erde mitgebracht und hat die hier verstreut. Wir haben Brot und Wodka hier hingestellt. Wir haben eine richtige Trauerfeier hier veranstaltet und haben eben alle an den russischen Soldat gedacht. Es haben auch schon einige Helfer, zum Beispiel Anna Stutz und andere, hier das Grab teilweise instand gesetzt, teilweise ein bisschen was daran gearbeitet, sodass es ein bisschen wieder besser aussah.
Und das werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft noch öfter tun. Auch die russische Botschaft hatte sich seinerzeit schon mal hier drum bemüht. Und letztendlich weiß man nicht genau, was weiter hier passiert, ob das alles so bleibt oder ob der Tote exhumiert wird, ob vielleicht doch noch seine Identität festgestellt werden kann. Das wäre natürlich sehr wichtig und sehr schön, sodass man den Angehörigen auch noch irgendwo sagen kann, wo derjenige begraben ist. War es die Sowjetunion und man vermutet, dass er eher Ukrainer gewesen ist aus heutiger Sicht, aber ja, dadurch, dass wir die Erkennungsmarke nicht haben und wenig zur Person kennen, ist es auch noch ein bisschen Spekulation. Auf jeden Fall war er Bürger der damaligen Sowjetunion, das ist relativ klar. Zu welcher heutigen Nation er sich zählen würde, das müsste man auch noch ergründen. Wobei man da ja auch sagen muss, ja, heute hat sich in den letzten Jahrzehnten hat sich auch da ja viel verschoben durch den Zerfall der Sowjetunion, durch auch ja, Umsiedlungen innerhalb des Gebietes. Aber trotzdem, wie gesagt, er wird irgendwo seine Heimat gehabt haben und es ist vielleicht herauszufinden, wo die ist. Dann gibt es ja auch noch einige Punkte, wo man vielleicht auch neue Informationen sammeln kann. Es gibt ja immer noch die Überlegung, was ist mit dieser Erkennungsmarke damals passiert, die dem Gefangenen oder dem Verhungerten abgenommen wurde. Und das sind vielleicht so kleine Indizien, wo sich auch ja, Wissenschaftler, Historiker, Heimatforscher auf den Weg machen könnten, zu ergründen, ja, gibt es diese Marke noch, ist sie noch in irgendwelchen Archiven vorhanden. Wir können das jetzt aus aktuellen Umständen nicht sagen, ob wir in unserem eigenen Archiv dieses Zeitzeugendokument noch haben oder ob es eventuell in anderen Archiven in Lippe oder in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Auf jeden Fall wäre das ein ganz wichtiger Fund sicherlich, um auf die Spur dieses Menschen zu gehen. Und das darf man auch nicht vergessen, dieser Mensch hatte eine Mutter, einen Vater, vielleicht eine Familie. Und auch wenn es jetzt viele, viele Jahrzehnte her ist, haben ja Angehörige immer noch den großen Wunsch vielleicht zu ergründen, warum ein Angehöriger und in welchen Umständen er ums Leben gekommen ist. Und von daher wünsche ich der ganzen Überprüfung dieser Dinge natürlich auch viel Erfolg, dass man vielleicht diese Marke findet, damit man etwas mehr über diesen Menschen herausfindet. Ja, wir beenden dann den Film. Schönen Dank, dass Sie uns angesehen haben. Ich möchte an der Stelle noch betonen, dass Bad Pyrmont aktiv Sie sich ansehen können. Da sind viele interessante Filme, das können Sie auch abonnieren, das ist gar kein Problem. Dann kriegen Sie alles Neue auch immer mit. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.